Hallo, liebe Schmetterlingsfans. Da sich unsere kleinen Freunde ja hier im Winterschlaf befinden, können wir Warmblüter uns ein paar technischen Fragen zuwenden. Schmetterlinge sind ja recht muntere Gesellen, die nicht einfach zu fotografieren sind. Dazu möchte ich euch im folgenden Video ein paar Tipps geben. Die erste Frage, die ihr euch natürlich stellen solltet, ist, welche Art von Insektenfotografie euch denn vorschwebt. Wenn ihr euch eher für künstlerische Fotografie interessiert und gerne mit Unschärfe arbeiten wollt, dann solltet ihr euch besser andere Videos anschauen. Mein Interesse gilt nämlich eher der dokumentarischen Fotografie. Das heißt, das möglichst detailreiche Ablichten der Schmetterlinge in ihrer natürlichen Umgebung. Ebenso sollen die Falter ihr natürliches Verhalten zeigen, sei es ruhend oder in Aktion, zum Beispiel bei der Nektaraufnahme. Ich werde auch einige Worte zur Fotografie von Nachtfaltern sagen. Das Wichtigste zuerst: Ich arbeite immer mit einem Blitzgerät, auch bei hellstem Sonnenschein. Dies dient der optimalen Ausleuchtung des Objekts der Begierde, hat aber auch andere wichtige Gründe, die ich später noch erkläre. Schauen wir uns aber zunächst mal das erforderliche Equipment an. Was man benötigt, sind 3 Dinge. Erstmal ein Kameragehäuse. Ich arbeite mit einer relativ preiswerten Sony Alpha 68 Kamera mit einem 24 Megapixel APS-C-Chip. Außerdem ist dringend zu empfehlen, dass die Kamera die Fotos auch im RAW-Format abspeichern kann, denn dies eröffnet ganz andere Möglichkeiten bei der Nachbearbeitung der Fotos. Außerdem benötigt ihr natürlich ein Makroobjektiv. Ich arbeite mit diesem 105 mm Makro von Sigma. Im Vollformat bietet es einen Abbildungsmaßstab von 1:1, das heißt, das Bild auf dem Chip ist genauso groß wie das fotografierte Objekt. Bei Verwendung des kleineren APS-C-Chips erhält man eine leichte Ausschnittsvergrößerung des Objekts um den Faktor 1,5. Ja, was ihr natürlich außerdem braucht, ist einen guten Makroblitz, also sprich einen Ring- oder Zwillingsblitz, den ihr vorne ans Objektiv befestigt. Früher habe ich viel mit diesem Makroblitz von Metz gearbeitet. Der ist leider jetzt nicht mehr erhältlich als neues Produkt, also nur als Gebrauchtware. Vorteil ist, er ist schön leicht und handlich. Nachteil ist, er hat halt 2 relativ punktförmige Lichtquellen. Ich führe das hier mal vor. Das kann dann dazu führen, dass ihr so doppelte Schlagschatten erhaltet, je nachdem, wie gut euer Objekt jetzt gerade ausgeleuchtet und positioniert ist. Ich bin jetzt umgestiegen auf diesen Blitz von Nissin. Der ist halt, hat einen gewissen Vorteil, der hat nämlich so halbmondförmige Blitzröhren. Ich löse das hier mal aus. Das führt ganz erheblich dazu, dass ihr ein wesentlich ausgewogeneres Licht habt, nicht solche Schlagschatten, wie vielleicht bei dem anderen Blitzgerät, das ich euch gezeigt habe, auftreten können. Und natürlich wichtig, bei beiden Geräten ist es so, dass man die beiden Blitzröhren unabhängig voneinander steuern kann. Das hat hinterher den Vorteil, dass ihr ein sehr ausgewogenes Licht erhaltet und auch einen gewissen Schattenwurf, sodass die Ausleuchtung relativ natürlich erscheint. In der Praxis hat das Makroobjektiv von Sigma den Vorteil, dass es beim Scharfstellen seine Baulänge nicht verändert. Dies war bei dem Vorgänger noch der Fall. Mit den 3 Teilen, die ich euch gezeigt habe, verfügt ihr nun über ein recht handliches, leichtes und dennoch recht professionelles Equipment. Das ist auch erforderlich, da ich grundsätzlich dazu rate, ohne Stativ zu arbeiten. So könnt ihr rasch den Bewegungen der Insekten folgen und die Perspektiven wechseln. Bei Insekten in Aktion ist es nämlich nicht praktikabel, erst ein Studio um sie herum aufzubauen, dann sind sie nämlich längst über alle Berge. Anders sieht das beispielsweise beim Fotografieren von Blumen wie zum Beispiel Orchideen aus. Kommen wir nun zu den Einstellungen an der Kamera. Ich arbeite im manuellen Modus, allerdings wird die Ausleuchtung durch den Blitz automatisch von der Kamera ausgesteuert. Ich empfehle hier, die Belichtungszeit auf 1/160 einzustellen und die Blende auf Werte zwischen 9 und 16.
Die Kamera speichert die Bilder im RAW-Format ab mit einer Farbtiefe von 14 Bit pro Kanal und das ist, wie ihr noch sehen werdet, für die Nachbearbeitung der Fotos essentiell. An dieser Stelle noch einige Worte zur Belichtungszeit. Lange Belichtungszeiten und große Brennweiten der Objektive führen beim Fotografieren ohne Stativ zu Verwacklungen, das heißt zu unscharfen Fotos. Eine Belichtungszeit von 1/160 Sekunden ist für die Makrofotografie ohne Blitz in der Regel zu lang. Das heißt, die Fotos werden nur bei einer sehr ruhigen Hand scharf. Fotografiert man mit Blitz, ist dies nicht mehr so tragisch, da das Objekt durch den extrem kurzen Blitz von weniger als 1/1000 Sekunde quasi eingefroren wird. Da aber der Chip noch weiter belichtet wird, wird insbesondere der Hintergrund durch Tageslicht ebenfalls noch ausreichend belichtet. Da der Hintergrund bei Verwendung eines Makroobjektivs ohnehin unscharf ist, spielen dort Verwacklungen keine Rolle. Über den Blendenwert lässt sich die Schärfentiefe steuern. Die Schärfentiefe ist ein wichtiges Stilmittel in der Fotografie. Personen oder Tiere sind dreidimensionale Objekte. Man möchte sie gerne komplett scharf abbilden, gewissermaßen von der Nasenspitze bis zu den Ohren. Gleichzeitig soll aber der Hintergrund unscharf sein, um nicht vom Objekt der Begierde abzulenken. In der Makrofotografie gelingt dies mit speziellen Makroobjektiven, die meist eine Brennweite von 50 bis 150 mm aufweisen. Dies sichert einen angemessenen Abstand zum Objekt und der Hintergrund wird unscharf abgebildet. Beides ist bei Weitwinkelobjektiven mit sehr kurzen Brennweiten nicht der Fall. Weitwinkelobjektive lassen sich aber gut in der Landschaftsfotografie einsetzen. Für die Makrofotografie empfehle ich einen Blendenwert von ca. 11 bei großen Schmetterlingen, zum Beispiel beim Admiral, zu dem man auch einen größeren Abstand hat, und einen Blendenwert von 16 bei kleinen Schmetterlingen, zum Beispiel Bläulingen. So erhält man eine ausreichende Schärfentiefe. Da dies nicht nur von dem Blendenwert abhängt, sondern auch von dem Abbildungsmaßstab, kann man bei diesen Einstellungen mit einem Schärfebereich von ca. 2 bis 5 mm bei kleinen Schmetterlingen und ca. 5 bis 15 mm bei großen Schmetterlingen rechnen. Nun sollte man sich noch Gedanken über die Perspektive machen. Ich empfehle den Fokuspunkt bei Schmetterlingen etwas oberhalb des Kopfes zu platzieren. Wichtig für ein gutes Schmetterlingsfoto ist, dass der Kopf und der Brustteil scharf abgebildet sind. Hierzu sollte man eine Serie von Fotos aufnehmen, da durch das Arbeiten ohne Stativ ohnehin nicht ganz präzise gearbeitet werden kann. Sitzt der Schmetterling nicht ganz offen, sondern, wie es sehr oft der Fall ist, mit angewinkelten Flügeln, sollte man die Perspektive so ausrichten, dass der Kopf und eines der beiden Flügelpaare im Fokusbereich liegen. Dies kann dem Foto auch eine gewisse dreidimensionale Wirkung verleihen. Kommen wir nun zur Praxis. Generell ist es von Vorteil, wenn man sich früh morgens auf den Weg ins Gelände macht. Während der frühen Morgenstunden sitzen viele Schmetterlinge noch ruhig im Gelände und sonnen sich. In der Mittagshitze sind die meisten Schmetterlinge sehr aktiv und kaum zu fotografieren oder ziehen sich sogar ganz zurück. Hat man einen Schmetterling aufgespürt, ist es essentiell, sich möglichst langsam und vorsichtig anzunähern. Ähnlich einem Chamäleon. Man sollte sich so anschleichen, dass man direkt eine optimale Position relativ zum Schmetterling einnehmen kann. Ich kann empfehlen, zunächst Fotos aus weiterer Entfernung zu machen und sich nach und nach anzunähern. Dann ist gewährleistet, dass man zumindest ein Beweisbild erhält. Sollte der Falter ruhig bleiben, kann man beginnen, vorsichtig das Bild zu optimieren, indem man den optimalen Blickwinkel zum Falter findet und gegebenenfalls störende Pflanzen vorsichtig beseitigt. Da sich die Falter meist mit der Flügeloberfläche zur Sonne ausrichten, ist es sinnvoll, sich auf der Sonnenseite von der Seite her anzuschleichen. Dabei unbedingt darauf achten, dass der Schatten des eigenen Körpers nicht auf den Schmetterling fällt, denn dann fliegen die Tiere im Regelfall weg. Wie sieht es mit der Fotografie von Nachtfaltern aus? In der Regel wird man diese durch Licht oder Köderflüssigkeit angelockt haben. Nachtfalter an Hauswänden oder an Köderschnüren geben in der Regel kein natürliches Bild ab. Solche Bilder dienen lediglich als Beweisfoto. Wenn man die Falter an einem Leuchtturm einsammelt,
sollten diese schon einige Zeit dort gesessen haben. Viele Arten verhalten sich dann relativ ruhig und man kann sie auf einen geeigneten Hintergrund setzen. Hierfür sollte man sich direkt ein paar geeignete Gegenstände aus der Umgebung zusammensammeln als Hintergrund und bereitlegen. Meist sind dies hier solche Rindenstücke oder eventuell auch Blätter, Steine oder ähnliches aus der Umgebung. Sollten die Falter unruhig sein, könnt ihr auch sie einsammeln und über Nacht in den Kühlschrank platzieren. Dann habt ihr den Vorteil, dass sie am nächsten Morgen relativ ruhig sitzen bleiben. Ihr habt natürliches Licht zur Verfügung und die Fotos wirken insgesamt natürlicher. Das schadet übrigens den Schmetterlingen nicht, wenn man sie nachts in den Kühlschrank stellt, denn auch unter natürlichen Bedingungen, selbst im Sommer, können schnell mal die Temperaturen bei klarem Himmel unter 10 Grad abfallen und das müssen die Tiere einfach aushalten können. Hat man die Fotos im Kasten, geht es zu Hause an die Nachbearbeitung der Bilder. Diese sollte man moderat betreiben, damit die Bilder nicht unnatürlich wirken. Der Eindruck sollte so sein, dass sie dem eigenen Empfinden entsprechen. Meist hat das menschliche Gehirn eine Neigung, Farben intensiver zu erinnern, als sie tatsächlich waren. Zudem ist der Kontrastumfang, den das menschliche Auge durch Auf- und Abblenden subjektiv wahrnehmen kann, deutlich höher, als es ein einfaches Digitalbild im JPEG-Format wiedergeben könnte. Daher ist es so wichtig, die Bilder nicht nur im JPEG-Format abzuspeichern, welches eine Farbtiefe von 8 Bit pro Kanal hat, sondern im RAW-Format, bei dem hier 14 Bit pro Kanal vorhanden sind. Man kann dann im Nachgang sehr dunkle Bereiche aufhellen und sehr helle Bereiche abdunkeln, sodass in dem fertigen Foto ein natürlich wirkender Kontrast und Farbumfang erreicht wird, welcher halbwegs der Erinnerung an das aufgenommene Tier entspricht. Ich bearbeite meine Fotos mit Photoshop und führe den üblichen kurzen Workflow hier einmal vor. Ja, um euch mal das ganze Potenzial von Bildern im RAW-Format vorzuführen, habe ich hier mal ein wirklich schlecht gelungenes Bild ausgewählt, was sehr schade ist, denn es handelt sich hier um den sehr seltenen blau schillernden Feuerfalter, und zwar ein Weibchen. Und das wollen wir jetzt mal optimieren mit dem RAW-Konverter von Photoshop. Dazu gucken wir uns das Bild erstmal im Detail an, ob das scharf ist. Also das sieht schon gut aus. Die Bereiche sind scharf. Das, was wir immer scharf haben wollen, sprich der Kopf und der Brustteil sowie die Flügel sind scharf. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Jetzt gucken wir mal, was machen wir hier als erstes. Das Bild ist halt hoffnungslos überbelichtet. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal die Belichtung runterdrehen auf ein angemessenes Maß, dass der Schmetterling gut aussieht und man sieht, das ist hier im RAW-Format überhaupt kein Problem. Man kriegt keine Farbtonabrisse und so weiter, sondern es ist ganz homogen, kein Problem. Was man dann machen kann, ist, man kann besonders helle Bereiche, die vielleicht etwas krass belichtet sind, wie diese Blaubereiche, noch ein bisschen runterdrehen über diesen Regler Lichter. Und was natürlich hier jetzt auffällt, ist, dass der Hintergrund insgesamt ein bisschen dunkler ist, was nicht so schön ist. Man möchte ein bisschen mehr Licht da drin haben. Deshalb kann man Tiefen aufhellen. Das ist ein sehr mächtiges Instrument hier. Über die Tiefen kann man hier nochmal ein bisschen was hochholen, sodass das Bild insgesamt recht ausgewogen wirkt. Dann kann man hier, das mache ich meistens ein bisschen, die Dynamik hochdrehen, ein bisschen die Sättigung hochdrehen, aber moderat. Ja, jetzt haben wir das Bild hier in Photoshop geöffnet. Was noch ganz mächtig ist als Tool, ist das Tool Unscharf maskieren. Dazu gehe ich hier mal rein in das Bild und lasse das hier mal laufen. Dann wird noch ein bisschen Sättigung verändert und dann wird das auch automatisch abgespeichert. Das ist halt ganz schön in Photoshop, dass man das voreinstellen kann. Gut, dann machen wir das mal. Und man sieht, im Detail hat sich die Schärfe hier noch etwas verbessert. Man hat natürlich hier immer noch Bereiche, die sehr stark glänzen, aber das ist noch alles
in dem Rahmen, dass man also sagen kann, das ist nicht ausgebrannt. Und so haben wir dann aus diesem wirklich misslungenen Foto noch was Schönes rausgeholt. Und das ist auch gut so, weil der Schmetterling ja so schrecklich selten ist und nur selten vor die Kamera kommt. Ja, zum Abschluss noch ein paar wichtige Tipps fürs Leben. Und zwar würde ich empfehlen, dass ihr euch so einen Bereitschaftsrucksack hier besorgt. Mit dem Vorteil, dass man das hier direkt so vor sich hat und man dann, wenn es darauf ankommt, direkt alle Sachen parat hat. Und natürlich die wichtige Survival-Ausrüstung fürs Gelände. Das Allerwichtigste, immer einen Hut dabei zu haben, denn 3-4 Stunden auf dem Kalkmagerrasen und die Birne ist weich. Natürlich nicht zu vergessen, hier Sonnencreme, Faktor 50 immer dabei. Sonst, ihr wisst ja, Sonnenbrand und so weiter. Wichtig auch noch, nie vergessen, wenn ihr zum Beispiel auf der Feuchtwiese rumlauft und meinetwegen Meldesüß-Perlmuttfalter fotografieren wollt, dann werdet ihr automatisch nach kurzer Zeit von einer großen Anzahl Bremsen angegriffen. Und deshalb darf das Autan nicht fehlen. Ganz wichtig, immer schön einsprühen. Natürlich auch wichtig in der Survival-Ausrüstung eine große Menge Wasser, denn stundenlanger Aufenthalt in der Sonne macht es einfach erforderlich. Damit ihr auch für nachts gerüstet seid, darf natürlich die entsprechende Stirnlampe hier nicht fehlen. Damit solltet ihr eigentlich gut ausgerüstet sein fürs Gelände. Vielleicht nehmt ihr noch was zu essen mit und dann könnt ihr stundenlang draußen Schmetterlinge fotografieren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch dabei viel Erfolg und gutes Gelingen. Und naja, ihr ahnt es ja, zurzeit ist Winter, man kann jetzt nicht viel erreichen, aber ich wünsche euch jetzt schon mal einen erfolgreichen, schmetterlingsreichen Sommer und in diesem Sinne sage ich bis bald.